Die Produkte wurden im Prinzip meistens mit einem Commissioning mitverkauft, wo ein Inbetriebnehmer vom Werk entsendet wird. Ja. Und das war ich damals als Jungspund aus dem Gebirge. Ja, mein Name ist Walter Blim, bin mittlerweile 50 Jahre alt, bin seit 1992 bei der Firma Palfinger, habe angefangen in der Kranproduktion hier in Kasern, an dem Standort in der LKW-Ladekranmontage. Ich kann mich gut erinnern, mein erster Arbeitstag in Kasern, als ich da bei der Hofeinfahrt über den Zaun geschaut habe, da war wirklich, es war irgendwie wie ein Ameisenhaufen. Es waren so viele Leute unterwegs, so viel Material ist da durchgeschöffelt worden, wo das eigentlich unglaublich war, wie das eigentlich so funktionieren kann. Ja. Auch als ich das erste Mal dann wirklich auf Marinedienstreise ging, das war zu Weihnachten 1994, musste ich nach Korea. Zu dem Zeitpunkt nach Asien zu reisen, das war nicht so, dass man ein Ticket kauft und hinfliegt, sondern musste noch gut vorbereitet werden. Und trotz dieser guten Vorbereitung ist es zu einer Flugverschiebung gekommen. Also ich bin dann erstmal in Peking hängen geblieben und konnte meinen Anschlussflug erst am nächsten Tag wahrnehmen. Am nächsten Tag dann weitergereist nach Korea. In Seoul hat mich dann ein Agent aufgegriffen und habe mich dann nach Ulsan geschickt, im Süden von Korea, damit ich dann am nächsten Tag auf das Schiff gehen kann, wo wir Installationsthemen hatten und ein paar kleine Reparaturen mussten wir machen. Ja. Und ich war dann am nächsten Tag dort angekommen und irgendwie war das Schiff schon weg. Wir sind auf Sea Trials gegangen, wie geplant. Ich war einen halben Tag später dort und hat mich wiederum ein schon älterer Project Manager aus Norwegen auf einen Fischkutter gesetzt und die haben mich zu dem Schiff rausgefahren, mehr oder weniger. Ja. Und da hat man mir dann wirklich einen Strick runtergeschmissen für die Werkzeugkiste, um hochzuziehen. Und ich bin dann über eine Strickleiter auf diesen Cable Layer draufgestiegen. Bin da direkt rein und man könnte gar nicht direkt auf ein Schiff kommen als über eine Strickleiter. Es war eine französische Crew, die haben mich dann empfangen, als ich oben ankam. Und man war sofort aufgenommen irgendwo, ja, wie wenn man ein Teil der Crew wäre. Und das war mehr oder weniger so meine Feuertaufe in der Marine, wo ich dann wirklich mit dem Marinevirus infiziert worden bin. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir das erste Diensthandy, ein 0663, bekommen haben. Und damals in der Marine, dadurch, dass wir schon relativ global unterwegs waren, waren wir natürlich dann einer der ersten, die diese modernen Geräte dann benutzen durften und auch in der Abteilung ausgegeben wurden. Ja. Selbes mit Computern. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das erste digitale Foto dann übermittelt worden ist. Anstelle von Briefen und Telefax hat man dann plötzlich eine E-Mail im Minutentakt bekommen. Ja. Das war technisch eine Revolution und das war mehr oder weniger von einem Tag auf den nächsten, von einem Monat auf den nächsten, ein Jahr auf das nächste immer wieder was Neues gekommen. Und Palfinger hat da für mich sehr schnell reingefunden und hat es auch forciert und auch das im positiven Sinne für uns alle aufgebaut. Aus der Sicht von heute war das Produkt, das hat Palfinger immer schon ausgezeichnet, dass sich die Mitarbeiter so mit dem Produkt identifizieren, weil es hat auch weniger gute Zeiten in der Wirtschaft gegeben, wo dann auch ein Herr Palfinger, wie es war, beziehungsweise die Familie hinter dem Produkt gestanden sind und auch hinter den Mitarbeitern gestanden sind. Und das bindet und das setzt sich fest in den Leuten, in den Köpfen. Wir sind sehr wertschätzend und auf selber Augenhöhe. Und das, glaube ich, macht es auch aus, wenn man junge Mitarbeiter jetzt reinholt, dass sie sich einfach gut aufgehoben fühlen. Das habe ich schon, als ich begonnen habe, von den Kollegen mitbekommen,
wie gut man sich um die Mitarbeiter im Unternehmen kümmert. In den vielen Reisen, in den vielen Jahren, wo ich unterwegs war, nur gute Leute kennengelernt. Ja. Und immer auch diese Hilfsbereitschaft, und die haben immer an das Produkt Palfinger, die haben immer daran geglaubt. Und das hat er natürlich auch bestärkt, und das ist eigentlich das, was für mich auch Palfinger ausmacht. Ja.